Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Buchbesprechung. Heute gibt es ein Buch, das mittlerweile nicht mehr so aussieht, denn die Neuauflage, die ist als Taschenbuch erschienen. Aber auf jeden Fall geht es um Du wirst mich lieben von Caroline Kepnes. Und ich weiß echt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde aber einfach sagen, ich erkläre euch kurz ganz spoilerfrei den Inhalt, worum geht es, wie hat mir dieses Buch gefallen und möchte dann am Ende nochmal sehr ins Detail gehen und ein bisschen spoilern, weil dieses Buch schon echt ziemlich abgefahren ist. In diesem Buch geht es um Joe und Joe arbeitet in einer Buchhandlung. Eines Tages tritt Geneviève, eigentlich nur Beck genannt, in diesen Buchladen ein und möchte Bücher kaufen. Joe wusste vom ersten Augenblick an, dass Beck für ihn bestimmt war, dass die beiden einfach zusammengehören. Und ja, dann geht das Ganze hier los. Ich sage mal, Joe ist sehr, sehr fixiert und findet Sachen über Beck raus, die man nicht so schnell rausfindet. Also er ist wirklich ein Hardcore-Stalker. Der ist überall, wo Beck nachher ist und versucht das irgendwie so einzufädeln, dass Beck Interesse hat, dass er ihr auffällt und ja, vielleicht, dass daraus irgendwann auch mehr wird. Davon kriegt Beck natürlich überhaupt nichts mit, aber Joe dreht da schon an einigen Dingen rum. Ja, Beck wiederum ist an der Uni und sie schreibt auch sehr viel, sie möchte halt Schriftstellerin werden, ist auch so eine Person für sich. Sie ist jetzt nicht unbedingt das unschuldige Sie ist jetzt nicht unbedingt das unschuldige Mädchen von nebenan, hat auch so ihre kleinen Geheimnisse und steht auch so vor dem einen oder anderen Abgrund. Aber das hält Joe nicht davon ab, sie trotzdem weiterhin zu begehren. Und darum geht es in diesem Buch. Es geht eigentlich darum, wie Joe es irgendwie schafft, Becks Aufmerksamkeit zu erreichen und ob die beiden dann zusammenkommen, ob vielleicht Beck irgendwann merkt, dass Joe so ein bisschen stalkerisch veranlagt ist oder nicht. Das erfahrt ihr auf jeden Fall in diesem Buch. Ich muss sagen, ich hatte wirklich gar keine Ahnung, worauf ich mich eingelassen habe. Ich habe halt nur immer gehört, das ist ein Buch, wo es halt um Stalken geht und dass schon der ein oder andere Booktube-Kollege das auch schon gelesen hat. Aber irgendwie konnte ich mir nicht so wirklich darunter vorstellen. Dieses Buch hat auch einige Thriller-Elemente wirklich drin, besonders im Laufe des Buchs. Aber das habe ich alles irgendwie nicht so richtig kommen sehen. Das, was ich aber direkt zu Anfang an sagen muss, man denkt irgendwie, wenn man dieses Buch so sieht und erfährt, dass halt einer so ein bisschen stalkt, denkt man, dass da nur einer vielleicht ein bisschen irre ist in diesem Buch. Ich hatte aber das Gefühl, da waren ziemlich viele Irre in diesem Buch. Das fand ich halt irgendwie ziemlich cool. Es wird also nicht nur irgendwie so in Schwarz und Weiß unterschieden, dass so, da gibt es so die Opferseite und da ist irgendwie eine Person, die alles böse macht und die ist grundsätzlich schlecht. Nein, jeder hat da irgendwie so ein bisschen seine Abgründe und es ist halt nicht alles schwarz und weiß. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ansonsten fand ich das Buch aber teilweise auch ein bisschen zäh. Ich glaube, ich habe den ganzen 3,5 Sterne gegeben, weil ich das eigentlich an sich ziemlich cool fand, auch wenn der Schreibstil ziemlich gewöhnungsbedürftig ist, denn wir erfahren alles aus der Sicht von Joe und der schreibt quasi so, als würde er Beck alles erzählen. Also sagt er immer so, und dann bist du in den Buchladen gekommen und hast mir deine Kreditkarte gegeben. Natürlich wolltest du, dass ich so herausfinde, wie du heißt. Also so, ne? Er hat immer quasi so gesprochen, als ob er Beck alles erzählen würde. Und das Interessante ist, der rechtfertigt sich ja wirklich für alles. Also alles, was er tut, hat er irgendwie einen Grund, eine Rechtfertigung oder sonst irgendwas zu. Wie abgefahren das auch nachher immer sein mag. In seinem Kopf ergibt anscheinend alles Sinn. Ja, dieses Buch hat auf jeden Fall auch eine sehr derbe Sprache. Also wenn man das nicht so ab kann. Ich weiß, es gibt ja welche, die mögen zum Beispiel keine Beleidigungen in Büchern oder halt, wenn es ein bisschen härter von der Sprache zur Sache geht, dann wird das Buch nicht unbedingt was für euch sein, denn da gibt es schon das eine oder andere Wort, was mal ein bisschen härter ist. Wie gesagt, den Anfang fand ich eigentlich ziemlich spannend, weil da ja die große Einführung ist, man erfährt, wer ist und irgendwie geht das ganze Spielchen da auch los. Den Mittelteil fand ich, wie gesagt, ein wenig zäh. Irgendwie dachte ich mir, ja komm, jetzt muss doch mal was passieren und dieses Hin und Her und das fand ich irgendwie teilweise ein bisschen seltsam. Das Ende wiederum hat mich komplett zerstört. Ich bin sehr zart beseitet, muss man dazu sagen, deswegen ich habe das halt nicht kommen sehen. Und es war dann doch schon ein bisschen heftig für meine kleine, zarte Seele. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Gegen Ende
wollte ich das Buch dann tatsächlich nicht weglegen, aber vorher habe ich echt gedacht so, jetzt wird es ein bisschen anstrengend, bitte lass doch mal wieder was Spannendes passieren oder irgendwie, dass es mich packt, weil es hat mich irgendwann einfach nicht mehr gepackt. Wie gesagt, bis zum Ende hin, da ging es dann doch wieder richtig los. Ja, also falls ihr auf ein bisschen, ja, so ein bisschen Stalker-Kram steht und mal sowas in der Richtung lesen wollt, dann schaut euch das Buch gerne an. Wie gesagt, das hier war ja noch aus dem Verlag, beziehungsweise das gehört hier, glaube ich, ach, keine Ahnung. Weiß immer nicht genau, welcher Verlag wo, was, wie, wohin gehört. Auf jeden Fall ist das jetzt neu aufgelegt in Taschenbuch. Es sieht ein bisschen anders aus. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, tut das gerne. Das ist das gleiche Buch wie hier. Nur, dass ihr nicht verwirrt seid, falls ihr da draufklickt und ihr denkt, was ist das? Ist ein bisschen anders jetzt. Ich würde sagen, das war es aber auch jetzt schon, was so spoilerfrei ist. Vielleicht nur als kleine Anmerkung. Ich persönlich konnte nicht verstehen, warum er so auf Beck fixiert war. Das war so Wahnsinn, kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen. Aber das war so das Einzige, was ich jetzt spoilerfrei erzählen wollte. Denn jetzt geht es auf jeden Fall detailliert auf den Inhalt, was ich super fand, was ich schrecklich fand und wo ich mir mal gedacht habe, what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Also wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann schaltet auf jeden Fall ab. Ihr wollt ja nicht gespoilert werden. Und für alle anderen geht es jetzt weiter. Ja, wie ich ja schon sagte, verstehe ich nicht unbedingt so ganz, dass der so auf Beck fixiert war. Ich fand, Beck war so mega unsympathisch. Also ich habe die wirklich überhaupt nicht gemocht. Ich meine, gut, am Anfang merkt man schon, dass die irgendwie eine Verbindung haben, dass Beck halt ein bisschen raussticht aus den anderen typischen Klientel, was da in dem Bücherladen sonst immer vorbeikommt. Aber ganz ehrlich, das war es dann auch schon. Man hat halt am Anfang gemerkt, okay, da ist so eine kleine Interessensüberschneidung vielleicht. Sie ist nicht so wie die anderen, aber man hat auch ziemlich schnell gemerkt, dass die auch an einer Klatsche hat. Ich meine, so dieses, dass sie einen Vaterkomplex hat. Überall erzählt, ihr Vater sei tot. Dabei lebt der Vater eigentlich, hat nur irgendwo eine andere Familie. Dann, dass sie irgendwie mit allem schläft, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, dass sie da auch im Internet Leute trifft und dann ein bisschen härtere Gangart fährt. Dann ihre dämliche Freundin, die sie hat, dass die auf alles hört, was sie sagt und die hat ja auch noch einen Knacks. Das kommt ja auch noch hinzu. Erstmal hat sie den Knacks, dass sie ständig darauf hört, aber nicht auf die anderen Freundinnen. Also sie hört nicht auf ihre anderen Freundinnen, auch wenn die immer teilweise das Richtige sagen oder auf dem richtigen normalen Weg sind. Nein, denn Beck muss beachtet werden. Sie liebt es irgendwie vergöttert zu werden, Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen, egal von welcher Richtung. Und die bekommt sie nun mal von ihrer einen Freundin ein bisschen mehr. Ja, und dass die auch an einer Klatsche hat, supi, surprise. Erst denkt man, die will einfach nur überhaupt nicht, dass Joe und Beck irgendwie zusammenkommen, weil die ja wirklich alles manipuliert, was irgendwie geht. Und dann kommt einfach raus, dass sie selber auf Beck steht. Yay, und dass sie dann so eine Scheiße abzieht und was sie ja alles angeblich für Krankheiten hat und für Probleme hat. Und ich denke mir auch nur so, oh mein Gott, noch eine Verrückte, yay! Und Becks Ex-Freund ist natürlich auch ein bisschen durchgeknallt und Drogenjunkie und ja, hat auch halt irgendwie an einer Macke. Man sieht schon, es sind wirklich viele Verrückte. Da musste Joe die einfach aus dem Weg räumen. Da blieb ihm gar nichts anderes übrig. Er wollte ja nur helfen. Reicht, wenn sie ja einen Psycho in ihrem Leben dann hat. Dann aber auch die ganze Story mit dem Psychiater, also der ja kein Doktor ist, sondern nur ein Psychotherapeut oder was auch immer. Das fand ich auch so mega bekloppt, das habe ich auch nicht kommen sehen, dass Beck ja zu diesem Therapeuten gegangen ist und Joe dann auch sich unter falschem Namen, falschem Vorwand da angemeldet hat, um zu gucken, was geht da so in der Sitzung ab. Und dann findet Joe nachher dann doch noch raus, dass der Therapeut was mit Beck hat, obwohl der verheiratet ist und Kinder hat. Völlig normal. Noch ein Bekloppter, ist okay. Aber wie gesagt, ich fand einfach dann, dass Beck Joe ja auch immer so links liegen gelassen hat. Sie war immer so, wie sie es gerade brauchte, ne? Eigentlich ist er voll nett und dann, ach nee, ich bin doch nicht über meinen Ex-Freund hinweg so richtig. Ist ja okay, war ja auch ganz in Ordnung. Aber trifft sich dann ständig mit irgendwelchen anderen Typen. Und dann ist Joe aber ganz nett, um mal nach Ikea zu fahren oder ein Bett dann aufzubauen, alles, was sie irgendwie nicht auf die Reihe kriegt. Und erst ganz am Ende merkt sie dann, aha, irgendwie brauche ich Joe doch und auch ein bisschen mehr als guter Freund, der mir nur Sachen aufbaut. Also sie benutzt Menschen definitiv. Deswegen, ich habe gesagt, sie ist einfach überhaupt gar kein Charakter, wo ich nachvollziehen kann, warum man so auf die fixiert ist. So gar nicht. Das Ende fand ich ja einfach mal mega heftig.
Ich habe ja schon irgendwie gedacht, irgendwann muss ja was passieren. Ich meine, die können ja nicht erst sich irgendwie kann sich nichts was anbahnen. Dann sind die nicht zusammen, weil Beck auf Abstand geht. Dann sind die plötzlich doch zusammen und da ist nur rosarote Brille-Phase bei beiden. Das war klar, dass das sich lange hält, aber es ist schon irgendwie dumm, dass sie in einem Loch in der Wand plötzlich die Beck-Kiste findet mit allen Utensilien, die er je von ihr gesammelt hat. Irgendwelche Unterhosen, benutzte Tampons in Plastiktüten. Richtig toll. Dass sie das einfach so findet, in einem Loch in der Wand, ist klar. Und dass da natürlich die Kacke am Dampfen ist, ist auch irgendwie klar. Aber es war nachher so abgedreht. Ich sag nur, dass sie am Ende drauf geht, hätte man vielleicht ahnen können. Macht irgendwie Sinn, weil wie soll das Ganze sonst ausgehen? Ganz ehrlich, sie wird garantiert nicht sagen, okay, lass uns trotzdem zusammenbleiben. Ich stehe auf Stalker, ich finde das toll, dass du sowas von mir hast. Lass uns einen Altar von mir errichten. Na, aber da war wieder so, da hast du einfach gemerkt, dass der Joe in seinem Kopf nicht alles so in Ordnung hat. Ist dann sauer auf Beck, würgt Beck ein bisschen, stopft dann noch ein paar Seiten von Sakrileg in den Hals und wundert sich dann, dass die stirbt. Wer hätte kommen sehen, dass wenn man gewürgt wird, dass man dann stirbt? Das war total die Überraschung. Und dass er natürlich dann tief traurig war, dass Beck dann tot ist und er ihre Stimme nicht mehr hören konnte. Das konnte man auch nicht vorhersehen. Das ist einfach so passiert. Was ich allerdings am erschreckendsten von allem fand, ist, dass er einfach jetzt 3 Personen in diesem Buch getötet hat und ist mit allen 3 Sachen durchgekommen. Egal, auf welche Weise der wen umgebracht hat und sogar am Ende noch den Tod von Beck dann an den Therapeuten irgendwie gehangen hat. Fand ich sehr heftig, dass er das echt alles überlebt hat. Dass der damit überall durchgekommen ist. Ja, und ich würde mal sagen, am Ende des Buches, da geht einfach alles wieder von vorne los. Nur mit einer anderen Person. Die Arme. Selber schuld, wenn die dahin wiederkommt. Ach Gott, ich glaube, das war auch alles, was ich noch zu dem Buch zu sagen habe. Wie gesagt, irgendwie waren hier einfach nur alle verrückt und durchgeknallt, ey. Und ach, ich weiß nicht. War jetzt nicht so mein Lieblingsbuch, definitiv nicht. Aber es war auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes, was ich gelesen habe. Deswegen war es eigentlich ganz okay. Hat mich auf jeden Fall unterhalten. Aber jetzt könnt ihr mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Buch schon gelesen habt und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Würde mich echt mal interessieren, ob ihr irgendwie Beck nett und sympathisch fandet oder nicht. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Buchbesprechung oder bei einem ganz anderen Video wieder. Ciao! Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.